das, was in dir wohnt, in allen Lebewesen wohnt. Was ist passiert, dass du dahin gekommen bist, das zu spüren, was du jetzt gerade uns mitgeteilt hast? Früher war mir natürlich auch die Stille zu wenig und ich wollte Action haben. Zu langweilig. Zu langweilig, genau, zu langweilig, genau. Was ich nicht langweilig fand und besonders langweilig fand ich nicht Sexualität. Und was mich an Tantra fasziniert hat, war, dass alle sexuelle Energie und Sexualität letztlich ihren Höhepunkt finden in der Stille. Denn die Stille, die habe ich schon aus dem Kloster gekannt, aber noch weniger aus dem Kloster, sondern aus der Meditation. Jetzt ist erstmal die Frage, was ist denn eigentlich Erwachen? Klär uns auf. Herzlich willkommen zu unserer neuen YouTube-Folge. Heute wurde ich von Armin eingeladen. Heute soll es nicht um das gehen, was Armin getan hat. Er hat sehr viele gemacht auf seinem Weg, würde ich sagen. Das erzählst du gleich kurz einfach. Ich will da gar nicht viel vorwegnehmen, aber das Interview soll darum gehen, was Armin fühlt, was Armin sieht mit seinen Augen, durch seine Erfahrungen, die er gemacht hat und was in deinem Innenleben abgeht. Das würde mich sehr interessieren. Und bevor wir loslegen, würde ich, glaube ich, mit einer Frage anfangen. Armin, welchen Kontext müssen wir als Zuschauer über dich wissen, damit wir dich kennenlernen? Also so, was muss eine Person über dich wissen, dass man ein Gefühl von deinem Innenleben kriegt? Du musst einfach nur die Augen schließen. Deinem Atem folgen, wie er kommt und geht. Und immer mehr dich mit der Ruhe verbinden und dem Frieden verbinden, der in dir wohnt. Du musst eigentlich gar nichts von mir wissen. Weil das, was in dir wohnt, auch in Mirza wohnt, in mir wohnt, in allen Lebewesen wohnt und überall schon immer da war und immer da sein wird. Das ist schön gesagt. Wann kamst du darauf? Was ist passiert, dass du dahin gekommen bist, das zu spüren, was du jetzt gerade uns mitgeteilt hast? Ja, natürlich war mir das nicht immer so klar gewesen, wie mir das jetzt klar ist. Und früher war mir natürlich auch die Stille zu wenig. Und ich wollte Action haben. Zu langweilig. Zu langweilig, genau, zu langweilig, genau, zu langweilig. Und dann bin ich natürlich auch mit dem gegangen, was ich nicht langweilig fand. Und besonders langweilig fand ich nicht Sexualität. Ja, aber ehrlich gesagt, ich bin schon auch in die Sexualität gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin, ins Tantra gekommen. Und was mich an Tantra fasziniert hat, war, dass alle sexuelle Energie und Sexualität letztlich ihren Höhepunkt finden in der Stille. Und wie ich das von meinen ersten Mentorinnen mitbekommen habe, da konnte mein Herz Ja sagen zu diesem tantrischen Weg. Denn die Stille, die habe ich schon aus dem
Kloster gekannt, aber noch weniger aus dem Kloster, sondern aus der Meditation und war in ihr verankert. Und was ich noch nicht kannte zu diesem Zeitpunkt, ich war damals 30, war, wie das jetzt mit Anziehung und Abstoßung, mit Alchemie und Chemie und Zwischenmenschen, das war mir alles fremd. Verstehe ich. Verstehst du? Fühle ich auch manchmal noch. Fühlst du auch? Fühl ich Ja. manchmal noch. Nein, da bin ich jetzt auch sicher da drinnen. Da fühle ich mich jetzt auch sicher drinnen. Aber das war das, wo ich dann Ja sagen konnte, wie eben ich auf dem tantrischen Weg mir klar wurde, dass es da auch um die Stille geht. Und dann, ja, aber dann ging schnell da rein, aber dann ging auch ganz schnell kam mein Pfiffi, mein Ego rein und der wollte ein Tantra-Lehrer werden und der wollte die Welt damit missionieren und der wollte eine bessere Welt schaffen und so weiter und so fort, bis er halt dann irgendwann einmal in der Sackgasse von Drogen gelandet ist und sexuellen Eskapaden oder wie kann man sagen, Promiskuität, so. Schönes Wort. Schönes Wort, genau, Promiskuität, Eskapaden, Krankheit gekommen ist, plötzliche Zornesausbrüche, die völlig unbegründet gewesen sind und dann kam plötzlich in mir, hallo, lieber Armin, irgendwas läuft da falsch in deinem Leben. Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, auch der Drogenkonsum hat mir geholfen, in diese ausgedehnte, lange, Stunden, tagelange Stille, ohne eine Struktur durch eine Meditation und ein Gong, den man dann anschlägt, in so einen Zustand einzutauchen. Da haben mir schon auch die Drogen geholfen, da irgendwie klar zu werden, das will ich oder das ist so. Und dann war der Schritt nicht mehr weit, dass ich auch in meinem Büro, am Computer sofort Stopp sage zu mir selbst, wenn ich aus diesem Zustand der Ruhe herausfalle. Sage ich auch da sofort Stopp oder ich stehe auf. Ich lasse mich nicht mehr in den Stress, Druck hineintreiben. Genau. Also aus der Stille rauskommen. Richtig, Okay, richtig. Wenn wir schon dabei sind, welche Tools und welche Zubehör benutzt du bewusst, um dich aus diesem Stress, wenn du merkst, dass er gerade aufkommt, was benutzt du, damit du dich da schnell wieder rausholst, wieder zu dir kommst, sag ich mal? Brauche ich jetzt gar keine Tools mehr. Es ist wirklich, es fällt mir sofort, ich habe eine gute Selbstbeobachtung, es fällt mir auf und dann atme ich durch, so. Ja, jetzt natürlich zu meiner Geburtstagsfeier, das ist ja, mein Gott, 2 Tage, so viele Menschen um mich herum, das ist für mich schon, da merke ich, also das ist nicht mein normales Leben, wo das so ist. Aber auch selbst da, wo ich also viele Menschen gleichzeitig auf mich ein, so wo dann innerlich da ist, ich atme durch, ich muss gar nichts leisten, es kann nichts schief gehen, ich bin einfach da. Und ja, ich bin dann froh, wenn es wieder vorbei ist. So bin ich wieder froh, dass ich einfach Ruhe habe und ja. Aber auch wenn jetzt ich 2 Tage lang sehr im Außen gewesen bin, ich habe doch kein schlechtes Gewissen oder sowas. So. Aber es ist jetzt nicht der Zustand, den ich die ganze Zeit haben möchte. Okay, verstehe ich. Es fühlt sich so an, für mich fühlt es sich so an, als hättest du irgendwann mal so einen Erwachen-Moment gehabt. Oder also zu mir persönlich, ich hatte echt ein klares Erwachen gehabt. Ich hatte eine Kreuzbandriss, ich hatte meinen Job verloren und meine Freundin gleichzeitig. Es war so
3 große Schmerzfaktoren kamen, damit meine äußere Identitäten zusammenfallen, damit ich mich selber wiederfinde. Und ich habe auch also ich dachte, Erwachen kommt nur hart. Also ich dachte, es kommt wie ein Schlag immer. Kam es bei dir wie ein Schlag oder war es echt so vielleicht ein leises Erwachen? Jetzt ist erstmal die Frage, was ist denn eigentlich Erwachen? Klär uns auf. Ich würde sagen, dass du in jedem Moment aufwachst, auch mit deinen Gedanken ganz klar hast, ich verbinde mich mit der Stille. Ich verbinde mich mit dem Frieden. Und es dann tust. Und dann, wenn ich in diesem Frieden bin, bin ich in einem erwachten Zustand. Ich lebe jeden Moment. Und die Momente, die du jetzt beschreibst, ja, das ist auch ein Erwachen, also das kenne ich ja auch, ein Aufwachen. Ein Aufwachen, vielleicht ist es besser, das ist richtig. Viel besser, hast du recht. Ein Aufwachen aus dem Traum. Ein Aufwachen aus dem Traum, ein Aufwachen aus dem Traum, dass irgendwas nicht rund läuft, dass irgendwas schief läuft. Und da aufwachen. Und klar, dann orientiere ich mich auch. Also bei mir gab es solches Aufwachen zum Beispiel, wie ich 2015 plötzlich eine Hepatitis C mir eingefangen hatte. Oder es kam auch eben, da ist ein Aprilscherz, den ich völlig falsch verstanden hatte, sehr viel Wut und Ärger in mir ausgelöst hat, der einfach nichts mit der Situation zu tun hatte. Das war so ein Aufwachen. Da stimmt was nicht mit mir. Meine Ziele, meine Ausrichtung, innere Ausrichtung, die Geistesausrichtung ist verkehrt. Und das wird dann im Außen gespiegelt wahrscheinlich, ne? Wird im Außen gespiegelt, genau. Zum Aufwachen. Genau, führt zum Aufwachen. Genau. Genau. Und Erwachen ist dann wahrscheinlich, wenn ich dann eben schon in diesem Friedenszustand bin und einfach mich immer wieder neu, dahin wende ich mich, und zwar in jeder Minute. Mit jedem Atemzug. Mit jedem Atemzug eigentlich, genau. Verstehe ich. Ja, hast du schön gesagt, mit dem Aufwachen und Erwachen. Das hat sich auch mehr nach einem Aufwachen angefühlt bei mir. Okay. Ja. Vieles ist kaputt gegangen und dann musste man irgendwas innen ändern und dann hat sich außen auch alles komplett geändert. Ja. Gut. Du bist ja schon auf das Tantra eingegangen. Ne? Ja. Und ich interessiere mich auch für Tantra seit mehreren Jahren. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt zu dir gekommen. Deswegen bin ich auf dich aufmerksam geworden. Was ist aus deiner Sicht die Essenz von Tantra, abgesehen von den ganzen Klischees, die rumherum laufen? So was Leute Mainstream-mäßig über Tantra, und was hast du erfahren, was Tantra wirklich ist? Erwachen. Erwachen. Ja, natürlich, klar. Okay. Es geht um Erwachen. Bei jedem tantrischen Vorgang ein weiteres Erwachen oder? Also, ich meine, auch Menschen, die erstmal nach dem sexuellen Kick suchen im Tantra, sind genauso willkommen. Da urteile ich nicht. Jeder ist willkommen, so wie er ist. Ich versuche immer wieder, die Leute dahin zu weisen, auf Lausche in die Stille hinein. Jetzt, wenn du die Übung, geh voll rein in die Übung, lass deine Gedanken los und geh einfach, tu einfach. Und du bist dann am Ende, die Welle der Energie läuft aus und dann, jetzt hör da genau hin. Hör genau in dich hinein. Es ist nicht bloß das Hoch der Welle, was Tantra ist, sondern genau auch dieses da hineinhören. Und so wie ich,
was weiß ich, 40 Jahre gebraucht habe, dürfen auch andere Leute 50 und länger brauchen oder mehrere Leben brauchen, bis sie das erfahren. Genau. Verstehe ich. Schön. Jeder Mensch, mein Erwachen ist doch dafür da, um mich tiefer dahin zu geben und alles und den Strom auch meiner Umgebung mit da hineinzunehmen. Also das heißt, den Strom, natürlich wache ich immer wieder auf, dass ich geurteilt habe und kritisiert habe und so. Und dann ist natürlich auch leicht, ich schiebe die Schuld auf den anderen und so weiter. Das ist natürlich alles Quatsch. Das Ego spielt sein Spielchen, ne? Ego spielt seine Spielchen. Und ich vergebe mir einfach, dass ich wieder die Spielchen mit mir spielen habe lassen. Und in diesem, ich gebe mich hin, ich vergebe mir selbst, so halte ich mich auch. Also es geht nicht, dass das Erwachen für mich ist, sondern um den ganzen Kosmos mit da hineinzunehmen. Das ist du kannst auch sagen, das ist meine Politik. So kannst du es auch sagen, wobei es keine Politik ist, sondern es ist einfach, ich glaube, dass es dort lang geht. So, ich habe das für mich gefunden, dass es dort lang geht und ich komme auch wieder auf diesem Planeten, um weiter an diesem Erlösungsprozess zu arbeiten, dass wir alle sehen, das ist alles nur ein Traum, eine Illusion, in der wir hier sind, die wir für wahr halten. Aber die Wahrheit ist nicht der Tisch und nicht die Blume, aber die Wahrheit steckt in der Blume und steckt im Tisch. Und dorthin zu spüren und zu fühlen. Das passt vielleicht gut zu dem, ich habe diesen Spruch hier hinter gesehen, ja. In this world, but not from this world. In dieser Welt, nicht von dieser Welt, ja. Und das hat mich, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal gelesen habe, aber das verfolgt mich, weil die Schamanen, ich lese auch ein bisschen viel über den Schamanismus, der interessiert mich auch sehr. Und die sagen auch sehr stark, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Weil die Energie, die wir sind, ist viel mehr, als dieser menschliche Körper fähig ist. Und was macht dieser Satz mit dir, wenn du, woran erinnert der dich immer wieder? Immer auch wieder an das Erwachen, oder? Ja, wobei, ehrlich gesagt, diesen Satz, den habe ich jetzt, was weiß ich, mir noch einmal gewählt vor 7 Jahren oder sowas. Ich würde ihn heute vielleicht gar nicht mehr so schreiben, denn gibt es diese Welt überhaupt? Warum glaube ich denn an diese äußere Welt? Verstehst du? Ich würde da heute noch radikaler rangehen. Wie würde dein Satz heute aussehen? Weiß ich noch Weißt nicht, du, weiß ich nicht. Also das Wort Welt gefällt dir nicht so? Es gibt für mich, also verstehe mich bitte nicht falsch, natürlich habe ich mit der Welt zu tun, aber ich versuche immer mehr auch zu glauben, dass es diese äußere Welt, dass das eine Illusion ist. Das glaube ich auch stark. Es Genau. gibt ein Buch, ich weiß nicht, Richard Bach, Illusion heißt das. Okay. Aber das hat mir die Welt auch ein bisschen geöffnet. Der sagt auch, dass alles Äußere ist einfach nur eine Illusion. Und wie du meintest, wir werden irgendwann, wenn es Richtung Tod geht, einfach aufwachen aus diesem Traum. Und das Ding ist, du kannst es ja auch vorstellen, wie wenn du in ein Kino gehst. Da läuft ein Film ab. Und dass wir halt jetzt einfach uns den Film anschauen. Aber dass es nicht die Realität ist, der Film, sondern es ist ein Film. Und der ist schon längst abgedreht, schon längst fertig. Unser Film auch, meinst du? Ja. Ja, auch. Ja, genau. Und du fragst dann vielleicht, wie ist das jetzt mit dem freien Willen? Du kannst, in dem Film kannst du alles machen. Du hast völlige Freiheit in dem Film, völlige Freiheit. Nur wo du ankommst? Nur wo du ankommst, genau. Auch du hast auch Zeit. Du darfst so viele Ehrenrunden drehen, wie du willst. Das darfst du. Du bist völlig frei. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich keine Ehrenrunden mehr drehen möchte, sondern einfach in diesem Erwachen drin bleiben möchte.
Jetzt wurde das... Genau, darf ich da noch was dazu sagen? Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich Zen-Meditation begonnen habe. 1984, 85. Damals ist gerade Zen-Meditation nach Deutschland so gekommen. Und der Lehrer, bei dem ich da gewesen bin, der hat also immer von Erleuchtung gesprochen und so weiter. Und dann, wisst ihr, gibt's ja so den Zen-Stab, wo man dann auf die Schultern kriegt, dass man also auch aufwacht im Zen oder sitzt und so. Und im Einzelgespräch habe ich ihm gesagt, ich nenne den Namen, wie ein Buch steht, Pater Anton, deine Erleuchtung ist mir völlig egal. Ich möchte gerne in dieser Welt zurechtkommen, besser zurechtkommen. Deswegen sitze ich in der Meditation. Und an dem Satz, also ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Anfangsmotivation in der Meditation erstmal war, mit meinem Leben zurechtzukommen. Und ja, das hat mir die Meditation gebracht. Und ja, das hat mir das Tantra gebracht. Und jetzt ist eine neue Stufe, dass einfach für mich das Erwachen sehr klar ist. Durchgehend fast, kann ich mir das so vorstellen? Dass es durchgehend ist quasi dein Erwachen? Dass Ja, richtig, dass das also jetzt eine Motivation ist, dass jetzt es eine Zielsetzung ist. Natürlich, ich bin jetzt 65, ich habe mein Leben schon gelebt auf dieser Welt, darf ich ja auch so sehen, aber es ist aber toll, auch da nochmal eine Perspektive zu haben, was jetzt wichtig ist für mich. Verstehe ich. Ja, fühle ich. Als du gerade auch das meintest mit den Ehrenrunden. Ja. Es hat irgendwas in mir so angestoßen, leicht negativ, also für mich leicht negativ, gar nicht auf dich bezogen, sondern auf mich, weil ich habe das Gefühl, ich will unbedingt nicht diese Extra-Runden drehen. Wenn ich eine Begegnung mit einer Frau habe jetzt und es Richtung irgendwas, ich glaube immer, Sex oder der Partner ist mir ein Spiegel für mein inneres Leben. Und immer wenn ich irgendwas merke, was negative Gefühle in mir birgt, durch die Interaktion, ich will es so schnell wie möglich auflösen. Manchmal merke ich so, dass ich sitze in Meditation, ich so, was kann ich hier lernen? Was kann ich hier lernen? Und als ich dich gerade reden gehört habe, habe ich wirklich gespürt bei mir, dass ich mich noch manchmal ein bisschen zu sehr verurteile dafür, dass ich diese extra Runden drehe. Hast du einen Tipp für mich, wie es damals bei dir war, als du raus wolltest aus, ich nenne es Matrix, Loops, Rabbit Hole, was auch immer es ist? Nee, also ich wollte da noch nicht raus aus der Matrix, ja, also genau, sondern ich wollte erstmal in der Matrix wirklich drinnen stehen. Okay. Das war meine Motivation, wo ich Meditation begonnen habe. Ich wollte in meiner Sexualität stehen. Das war die Motivation, warum ich Tantra begonnen hatte. So, und jetzt... Willst du raus? Jetzt will ich nicht raus, sondern das ist schön, jetzt da rauszugehen. Also es ist so schön. Schön. Ich sehe, du bist richtig glücklich. Das ist schön, das zu sehen, so Euphorie. Ist schön, das zu sehen und ja, und einfach, es ist egal, was im Außen auch passiert. So, ich bin innerlich verankert, wo ich hin will, und das Außen ist mir, im Grunde ist es mir piepe egal, was da passiert. Es geht nämlich nicht ums Außen, sondern es geht um dieses Erwachen für mich. Das ist das, wo alle unsere Entwicklung hingeht. Verstehe ich. Darf ich ein bisschen sanfter zu mir sein mit meinen Ehrenkunden? Ja, einfach dich. Ja, danke dir. Bleiben wir beim Tantra. Wie siehst du männliche und weibliche Energie in uns? Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Gar nicht? Nein. Lass es einfach weg. Lass einfach weg. Es ist einfach, sind so für mich solche Konstrukte. Einfach nur Labels so, ne? Labels, Konstrukte, die da irgendwie hergenommen worden sind. Ja. Also ich lasse natürlich, nehme ich natürlich auch manchmal irgendwie sowas mit rein, aber hey, Erwachen ist dann jenseits dieser Polarität. Es geht doch einfach darum, aus diesen Polaritäten rauszusteigen. Du hast recht, ja. Wenn wir da und so wie wir oft Tantra lehren, führt es uns noch tiefer da rein. Was ja für mich auch gut war, da ganz reinzusteigen.
In die männliche und weibliche Energie. Ja, oder auch in die Sexualität. Ich sage jetzt mal in die Sexualität oder in die Polarität. Polarität, ja. Die ja nicht bloß männlich-weiblich ist, aber in die Polarität, auch in Schwarz-Weiß und Hell-Dunkel und so weiter und so fort. Ja. Verstehe ich. Eine weitere Frage, Armin, wäre, was ist eine Wahrheit, die du jetzt lebst, also die du dir jetzt bewusst bist, aber früher gar nicht existiert hat? Also es war gar nicht in deinem Bewusstseinsfeld, dass das möglich ist. Lange Zeit war es wirklich so, dass ich gemeint habe, ich muss mein Leben selber leben. Ich muss für alles selber Verantwortung übernehmen. Ich muss alles selber schaffen. Und es war eigentlich schon in meiner Kindheit und auch in meiner Klosterzeit, da war das eigentlich anders. Da hatte ich Jesus, meinen inneren Führer, meine Stimme des Herzens als Begleiter dabei. Und da habe ich gebetet, mich dahin gewandt, um Hilfe gebeten. Und durch die Erziehung in der Zen-Meditation, auch in der Erziehung im Tantra, in dieser angelernten Spiritualität, so würde ich es vielleicht auch heute sagen, ist angelernt, habe ich gelernt, ich weiß nicht, ob ich meine Lehrer falsch verstanden habe, ist alles egal, aber ich habe verstanden, dass ich das alles loslassen sollte, keine persönliche Beziehung zur Stimme meines Herzens haben sollte, weil ja Erwachen jenseits dieser persönlichen Beziehung zur Stimme meines Herzens ist. Bis mein Leben in einer Sackgasse gelandet ist, erneut in einer Sackgasse gelandet ist mit Drogen und promiskuitiver Sexualität und so weiter und so fort. Und dann habe ich durch Schriften von außen, die nennen sich ein Kurs in Wundern, neu entdeckt, dass ich das Leben gar nicht alles selber machen muss, sondern dass mir diese Hilfe an der Seite ist. Und dass diese Hilfe mich auch in dieses Erwachen führen will. Und dass diese Hilfe was anderes ist als das Ego-Denksystem. Denn das Ego-Denksystem will immer planen, will immer alles kategorisieren, will immer alles bewerten und die Stimme meines Herzens will lieben und will mir, die Stimme des Herzens will, dass ich glücklich bin. Und eben, ich kann nur empfehlen, auf diese Stimme immer wieder neu, also nicht bloß immer wieder neu, sondern regelmäßig dich da hinein einzujustieren und dem Herzen zu vertrauen und mit dem Herzen gehen. Schön. Gibt es, ich formuliere die Frage nochmal dann anders, gibt es jetzt irgendeine Wahrheit, die du schon fühlst, aber noch nicht lebst? So wie es früher quasi mit Jesus war und du jetzt weißt, gibt es vielleicht irgendwas, was du schon in Zukunft siehst? Die Zukunft ist schon jetzt. Die Zukunft ist schon jetzt. Die Zukunft, über die müssen wir uns keine Gedanken machen. Nein, genau. Verstehe ich. Ein guter Ausgang aller Dinge ist gewiss. Genau. Und in diesem Frieden darf ich leben, beziehungsweise diesen Frieden darf ich mich immer wieder erinnern. Genau. Ein glückliches Ende aller Dinge ist gewiss. Würdest du sagen, du hast noch eine Mission hier auf Erde? Oder fühlt es sich gar nicht mehr danach an? Doch.
Ich denke, dass ich noch in diesem Körper lebe. Ich habe die Aufgabe, mich einfach da immer tiefer noch in diese Hingabe reinzulassen, mich führen zu lassen. So, wohin das geht, ist mir egal, weiß ich nicht. Aber einfach es zu lernen, alles wollen und alles müssen und so weiter loszulassen und mich einfach in das Vertrauen des Lebens hineinzugeben. Und ja, ich habe schon die Ahnung, dass da noch was kommt, aber ich weiß, was da noch kommt, ich kann es erahnen, dass einfach nochmal irgendwie Dinge zusammenschmelzen, die eigentlich schon die im Inneren schon geschmolzen sind, dass sie auch im Außen sichtbar werden. So, ich habe die Ahnung, ob es dann passiert, weiß ich nicht. Doch, ich sehe schon manche Andeutungen, die ich so wahrnehme, so deute. Und genau, dem gebe ich mich einfach hin. So, und ich glaube, das ist deswegen tun wir jetzt noch in Körpern uns gegenüber sitzen. Können uns doch schön angucken. Können uns angucken, genau. Eigentlich war es das meinerseits. Danke, dass du uns einen Einblick in die Bewusstseinsräume, die in dir vorhanden sind, gegeben hast, damit wir so einen Blick kriegen, wie es sein kann, dass man sich selbst echt nur als Körper sieht und auf einer Reise auf Planet Erde und man nicht zu sehr damit identifiziert ist. Ja, absolute Identifikationen los. Das finde ich... Ja, ich danke dir, Mirza, dass du auf mich gestoßen bist. Also ich danke dem Universum, dass der Mirza auf mich gestoßen bin und dass wir einfach über solche Sachen reden können. Genau. Und ich freue mich, dass du auch auf dem Weg bist, auf dem ich auch bin. So, genau. Und das Alter spielt keine Rolle. Das Alter spielt gar keine Rolle. Nein. Geschlecht spielt keine Rolle. Nur die Energie an sich Genau. zählt. Genau. Danke dir. Darf ich dich einmal umarmen? Ja. Vielleicht machen wir es hier vor den Blumen. Ha? Machen wir vor den Blumen. Dankeschön, Armin. Dankeschön. Namaste, Mirza. Namaste.